In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du einen Cookie-Banner für deinen Shopify Store installierst. Ich werde dafür Cookiebot benutzen. Das ist einer der weltweit größten Anbieter für sowas. Und wenn dein Shopify Store sogar weniger als 50 Seiten hat, kannst du den Cookie-Banner komplett kostenlos nutzen. So sieht der Cookie-Banner aus. Hier hat ein Nutzer die Möglichkeit, seine Einwilligung für verschiedene Cookie-Gruppen zu geben. Das Design von dem Cookie-Banner kannst du natürlich auch noch individuell anpassen. Wichtig ist, dass du den Cookie-Banner bzw. die Cookie-Einstellungen auch immer in deinem Footer verlinkst. Hier hat ein Nutzer die Möglichkeit, die Einwilligung nachträglich zu widerrufen oder die Cookie-Einstellungen auch nachträglich nochmal zu ändern. Und wie du das alles einrichtest, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Das Problem mit den Cookie-Banner-Apps in Shopify ist, dass die alle nicht zu 100% DSGVO-konform sind. Meistens fehlen irgendwelche Einstellungen oder man kann damit kein datenschutzkonformes Tracking einrichten. Cookiebot hat leider keine Shopify-App, deswegen musst du den Cookie-Banner eigenständig in deinem Online-Shop installieren, aber wie das genau funktioniert, das zeige ich dir als nächstes. Deswegen gehe ich zuerst auf die Cookiebot-Seite. Den Link findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung und wie gesagt, Cookiebot kannst du wirklich dauerhaft kostenlos benutzen für bis zu 50 Unterseiten und danach kostet das 12 € pro Monat. Wenn du noch kein Konto hast, dann kannst du einfach auf kostenlose Testversion starten klicken. Dann meldest du dich mit deiner E-Mail-Adresse an. Am besten benutzt du auch die gleiche E-Mail-Adresse, die du auch für Shopify benutzt. Als nächstes musst du deine E-Mail verifizieren und dann kannst du dich einloggen. Anschließend kannst du direkt deine Domain hinzufügen. Bei dem Template wählst du Europa aus und dann bestätigst du das über den Button oben rechts in der Ecke. Als nächstes kannst du das Design anpassen. Ich würde dir empfehlen, das einfach in der Mitte zu machen. Da gibt es auch verschiedene Studien, dass die Leute meistens den Opt-in machen, wenn das auch in der Mitte platziert ist. Unter dem Design würde ich dir empfehlen, unter Button Style Solid auszuwählen, damit die Button alle die gleiche Farbe haben, weil das tatsächlich auch eine Sache ist, die du machen musst, damit der Nutzer nicht dazu verleitet wird, auf irgendeinen bestimmten Button zu klicken. Wenn du möchtest, kannst du auch noch dein Logo hinzufügen und unter Compliance musst du eigentlich nichts anpassen. Auf der linken Seite findest du auch noch den Content. Da kannst du die Sprache auf Deutsch ändern, indem du die Sprache natürlich erstmal hinzufügst und anschließend kannst du Deutsch als Sprache auswählen. Auf der rechten Seite kannst du dann sehen, wie der Text ungefähr aussieht. Den kannst du dann natürlich auch individuell anpassen, wenn du das ganz gerne machen möchtest. Aber die Grundeinstellungen, die sind hier auf jeden Fall schon sehr gut. Unter Privacy hast du die Möglichkeit, einen sogenannten Trigger zu aktivieren. Der wird dann immer auf der linken Seite auf deiner Webseite angezeigt. Darüber kann ein Nutzer die Cookie-Einstellungen steuern bzw. auch nachträglich nochmal ändern. Aber ich würde dir empfehlen, das zu deaktivieren, weil das einfach ein bisschen störend ist und du hast auch die Möglichkeit, die Cookie-Einstellungen in dem Footer hinzuzufügen. Die Seite dafür habe ich schon erstellt und wie du den ganzen Inhalt da reinkriegst, das werde ich dir auch gleich zeigen. Viel mehr kannst du dann in diesem Bereich auch nicht mehr machen. Dann bestätigst du das wieder über den Button oben rechts in der Ecke. Und bei der Installation wählst du einfach die anderen Guides aus und dann findest du hier auch Shopify. Darüber findest du deine Domain Group ID. Die brauchst du gleich auf jeden Fall. Und wenn du auf Shopify klickst, dann öffnet sich die Anleitung für die Installation in einem neuen Tab. Die kannst du dir natürlich in Ruhe durchlesen, wenn du möchtest. Es sieht nach sehr viel Informationen aus, aber ich werde dir das kurz im Schnelldurchlauf zeigen und so viel ist es wirklich auch gar nicht. Das erste, was ich dafür mache, ich gehe wieder zurück in den Store und entferne zuerst das Passwort, damit ich die Seite auch aufrufen kann. Das kannst du in dem Online-Shop unter der Konfiguration machen. Dafür entfernst du einfach den Haken und speicherst das Ganze ab. In diesem Bereich gibt es auch noch eine weitere wichtige Einstellung, nämlich unter Datenschutz des Kunden. Hier ist es ganz wichtig, dass du nach Zustimmung erhoben auswählst, damit die ganzen Cookies, zum Beispiel für Google Analytics, für den Facebook Pixel oder für Google Ads, auch erst ausgelöst werden, nachdem ein Nutzer auch sein Einverständnis gegeben hat. Das funktioniert aber nur, wenn du einen Cookie-Banner installierst, aber das ist auch das, was ich dir als nächstes zeigen werde. Das erste, was du dafür machen musst, ist den Quellcode von deiner Website oder von deinem Online-Shop öffnen. Das kannst du machen, indem du die Themes unter Online-Shop auswählst. Dann klickst du auf der rechten Seite auf die 3 Punkte und klickst auf Code bearbeiten. Das Layout kannst du auf der linken Seite einklappen über den Pfeil auf der linken Seite. Genau das gleiche kannst du mit den Vorlagen machen. Und dann findest du an 4. Stelle die Snippets. Die kannst du einmal aufklappen und dann auf Neues Snippet hinzufügen klicken. Dieses Snippet nennst du
Cookie-Consent. Das bestätigst du dann mit Fertig und als nächstes musst du hier einen Code eintragen. Den Code dafür, den findest du in der Installationsanleitung. Hier wird auch nochmal alles beschrieben, was wir gerade schon gemacht haben. Und den Code für das Snippet, den findest du hier. Den kannst du einfach markieren, kopieren, dann gehst du wieder zurück in Shopify und fügst den Code hier ein. Das Ganze speicherst du ab und als nächstes öffnest du unter dem Layout das Theme Liquid. In diesem Bereich musst du einen Code unter den öffnenden Head-Tag hinzufügen. Den findest du normalerweise in der dritten Spalte, so ist es jedenfalls bei mir. Da klickst du einmal ganz kurz drauf, klickst auf Enter, damit das Textfeld in die nächste Zeile springt und dann gehst du wieder zurück in die Installationsanleitung. Den Code, den du hier eintragen musst, den findest du direkt unter dem Code, den ich eben gerade rauskopiert habe. Den markierst du wieder, gehst zurück in den Shopify Store und fügst den hier ein. In diesem Code musst du noch eine kleine Anpassung vornehmen. Zum Beispiel findest du hier eine ID mit ganz vielen Nullen. Und diese Zahl musst du ersetzen mit der ID aus deinem Cookiebot-Konto. Deswegen öffnest du als nächstes wieder Cookiebot. Dann findest du hier die Domain Group ID, die kopierst du dir raus, gehst wieder zurück in Shopify und ersetzt diese Nummer mit deiner eigenen ID. Dann gibt es noch einen weiteren Code, den du hinzufügen musst. Das findest du darunter unter der 6. Zum Beispiel musst du den Code Content for Header finden und darunter diesen Code eintragen. Das erkennst du auch ganz gut auf dem Bild. Das ist der untere Bereich. Der obere Bereich ist der Code, den ich gerade hinzugefügt habe. Und wenn ich hier ein bisschen nach unten scrolle, dann finde ich hier den Code Content for Header. Da klicke ich wieder auf Enter, füge den Code hier ein und dann speicherst du das Ganze ab. Damit hast du den Cookie Banner auch schon auf deiner Seite installiert. Wie gesagt, das geht wirklich relativ schnell. Den nächsten Schritt, den kannst du überspringen. Das ist erstmal nicht relevant. Dann gibt es aber noch den letzten Bereich. Hier wird nochmal gezeigt, wie du die Cookie-Einstellungen in dem Footer anpassen kannst. Dafür brauchst du wieder den Code, der sich am Ende befindet. Den kopierst du hier wieder raus. Dann gehst du wieder zurück in deinen Online-Shop. Den Editor-Bereich kannst du verlassen. Achte vorher wirklich nochmal darauf, dass du die ganzen Änderungen auch gespeichert hast. Dann klickst du einfach oben links in der Ecke auf Schließen, wählst die Seiten aus und dann brauchst du eine Seite für die Cookie-Einstellungen. Ich habe die schon erstellt und um einen HTML-Code hier einzufügen, musst du auf der rechten Seite das Symbol HTML anzeigen klicken. Dann kopierst du den Code hier einfach rein, den du gerade rauskopiert hast und dann musst du in diesem Bereich auch wieder deine eigene Domain-ID eintragen. Die findest du wieder in Cookiebot, die kopierst du dir raus, dann gehst du wieder zurück und dann fügst du die hier ein. Die Änderungen musst du natürlich wie immer speichern. Und wenn ich jetzt auf Seite ansehen klicke, befinden sich hier automatisch die ganzen Informationen über die Cookies. Die ganzen Cookies werden hier auch automatisch aufgelistet. Und das Gute bei Cookiebot ist, dass die Cookies automatisch hinzugefügt werden. Du hast die Möglichkeit, deine Webseite zu scannen. Wann du das letzte Mal den Scan durchgeführt hast, wird auch hier angezeigt. Und wenn ein Nutzer die Cookie-Einstellungen ändern möchte, dann klickt der Nutzer einfach auf Change Your Consent. Dann wird der Cookie-Banner hier angezeigt. Dann können zum Beispiel alle Cookies abgelehnt werden. Und wenn man das wieder ändern möchte, dann klickt man hier wieder drauf und klickt auf Alle bestätigen. Bei mir ist das aktuell alles noch auf Englisch. Das kannst du aber auch anpassen. Erstmal bestätige ich hier, dass ich mit der Implementierung fertig bin und dann wirst du in die Benutzeroberfläche von Cookiebot weitergeleitet. Auf der linken Seite findest du verschiedene Arbeitsbereiche. Zum Beispiel gibt es hier die Domains. Da kannst du nochmal überprüfen, dass auch deine richtige Domain hier angezeigt wird. Unter den Pages kannst du sehen, ob du dich weiterhin für die kostenlose Version qualifizierst. Bei mir werden zum Beispiel 34 Seiten angezeigt, deswegen kann ich das weiterhin alles kostenlos nutzen. Unter der Konfigurierung kannst du deinen Cookie-Banner wieder anpassen. Hier kannst du auch die Sprache nochmal ändern. Wenn du auf Content klickst, dann kann ich hier zum Beispiel Englisch löschen, dass auch hier nur Deutsch ausgewählt ist. Und wenn ich das speichere, dann sollte die Seite mit den Cookie-Einstellungen auch auf Deutsch angezeigt werden. Unter der Implementierung findest du auch nochmal deine Domain Group ID. Unter Cookies und Reports kannst du auch deine Cookies individuell anpassen. Da kannst du einfach einen Cookie auswählen und dann gegebenenfalls die Cookie-Gruppe auch nochmal anpassen. Unter Analytics kannst du in Zukunft wahrscheinlich die Performance von dem Cookie-Banner sehen, also wie viele Leute die Cookies akzeptiert haben oder abgelehnt haben. Und unter den Einstellungen kannst du deine ganzen Unternehmensinformationen hinzufügen. Deine Steuernummer bzw. Umsatzsteuernummer kannst du hier eintragen. Für den Fall, dass du die bezahlte Version benutzt, damit du das auch alles korrekt von der Steuer absetzen kannst. Und in diesem Bereich hast du auch die Möglichkeit, dein Konto wieder zu löschen.